Ich fange an mit dem Thema, wenn Maschinen übernehmen, was den Menschen aufhält, wie Technik die Versorgung menschlicher macht. Also wie schon gesagt, es geht um den Menschen, es geht um die Leute. Ich habe das mal in 3 Punkte gegliedert. Also zum einen gehen wir mal auf den Versorgungsengpass Mensch ein. Dann stellen wir eine Innovation vor, die wir auch mitgebracht haben, sehen wir dann nachher live und in Aktion. Und dann möchte ich noch über Revolution der Branche sprechen. Revolution ist mittlerweile so ein geflügelter Begriff, den beansprucht gerne jede Technologiefirma für sich, wenn sie ein neues Tool entwickelt hat, wenn sie den Hammer sozusagen noch ein bisschen ergonomischer gemacht hat, dann spricht man gleich von Revolution. Aus unserer Sicht ist eine Revolution was Größeres, da braucht es was Disruptiveres, ein Umdenken. Versorgungsengpass Mensch, das spüren wir ganz besonders. Wir haben ja 2 Firmen, einmal die Firma Petcat als Technologielieferant und Orthopädie Walter als Orthopädie-Schuhtechnikunternehmen, das lokal agiert. Und wir sind seit jeher mit dem Versorgungsengpass Mensch konfrontiert, weil wir sind stationiert hier in Oberkochen. Wenn man sich das mal anschaut, hier, das sind die bebauten Grenzen von Oberkochen, das ist ein kleiner Ort. Und nur das hier ist eine Firma in Oberkochen, die Firma Zeiss. Also die nimmt gut ein Viertel der Fläche ein in Oberkochen. Als Referenz zum Vergleich, das hier ist Petcat. Ja, also muss man vielleicht ein bisschen reinzoomen, dann sieht man kann sich vorstellen, es ist schwierig für uns seit jeher, qualifiziertes Personal zu finden, das Versorgung am Menschen leisten kann. In Oberkochen leben weniger als 8.000 Leute und wir haben mehr als 15.000 Arbeitsplätze. Also wir waren seit jeher, seit Anbeginn der Zeit, kann man sagen, in der Situation, dass wir Prozesse straffen mussten, rationalisieren, um eben nicht das ganze wertvolle Personal, das wir haben, nur hinten in der Fertigung stehen zu haben, sondern auch vorne am Menschen, wo man wirklich was bewirken kann. Dass es jetzt mittlerweile nicht mehr nur uns betrifft, sondern alle im Handwerk, das sieht man auch, ja, Zentralverband Deutsches Handwerk, 250.000 Fachkräfte fehlen im Handwerk, 20.000 Ausbildungsplätze sind im Durchschnitt unbesetzt. Eine einfache Google-Recherche zeigt, Nachwuchs fehlt an allen Ecken und Enden. Lustigerweise die Schuhmacher auf Seite 1 direkt 2-mal genannt. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht der größte Anteil im Handwerk, aber scheinbar scheint es bei uns recht schlimm zu sein, auch wenn das vielleicht die traditionellen Schuhmacher sind. Aber man sieht schon, da gibt es einen Engpass. Und wir sind nicht alleine davon betroffen, sondern auch unsere Partner, die Zuweiser, die Ärzte. Auch einen Ärztemangel haben wir. Die spüren das auch ganz besonders. Wenn man überlegt, gestern habe ich gehört, 7 Minuten hat ein Allgemeinmediziner im Schnitt für einen Patienten Zeit. Da braucht man nicht lange drüber nachdenken, dass man weiß, wer darunter leidet, ist immer der Patient. Für den haben wir keine Zeit mehr. So kennt man uns, unsere Branche. Schuhtechniker, ja, wir stehen hinten, wir schaffen Produkte an der Schleifmaschine. Aber genau das ist das sieht man uns nicht. Das sind wir nicht vorne am Patienten. Und wir können uns noch so sehr Mühe geben, hinten ein tolles Produkt zu schaffen, wenn wir nicht mehr die Zeit haben, den Kunden wirklich ordentlich zu analysieren, Zeit für uns zu nehmen, auch seine Geschichte anzuhören, dann denke ich, haben wir ein bisschen den Fokus in die falsche Richtung geschoben. Und nicht falsch verstehen, unsere Branche lebt vom Handwerk. Aber ich bin überzeugt, sie überlebt nur mit Innovation. Und Innovation ist jetzt so ein Stichwort, bringt uns dann zum zweiten Teil, wo wir mal über so eine Innovation sprechen. Wir haben heute was mitgebracht, an was wir so gearbeitet haben. Ja, es geht um Geschwindigkeit, um Automatisierung. Wir haben es geschafft, den Prozess vom Messen, Absenden der Messdaten bis zur fertig gedruckten Einlage auf 30 Minuten runterzubrechen. Wir haben da was Neues. Wir nennen das hier, lassen es laufen unter P3D Fusis, wie Füße. Und an sich sieht es auch erstmal unspektakulär aus. Ein weiterer 3D-Drucker, deshalb Innovation. Wir haben den Hammer noch mal ein bisschen besser gemacht jetzt. An sich erstmal nichts Besonderes, aber er ist unheimlich schnell. Mit dem Drucker drucken wir eine Einlage in nunmehr 20 Minuten. Ja, 30 Minuten ist der ganze Prozess, weil wir gehen nachher noch darauf ein, wie wir konstruieren und alles, aber in 30 Minuten ist eine Einlage gedruckt. Ja, hier würde ich jetzt von
Innovation sprechen, wir haben was Neues, wir haben was verbessert. Das Ganze ist entstanden aus einer deutsch-österreichischen Kooperation. Also wir haben wirklich von der ersten CAD-Zeichnung die Entwicklung begleitet. Der Drucker ist nach unseren Vorstellungen und Vorgaben entwickelt worden. Und deshalb können wir sagen, also der bildet genau das ab, was wir brauchen. Schön auch, man kann den schön in einem Cluster organisieren. Also man sieht das hier, das sind jetzt einfach mehrere Drucker, die aneinander stehen. Die haben so kleine Gimmicks, wie zum Beispiel Druckfortschritt wird hier anhand von so einer Lichtbar angezeigt. Man hat noch ein User-Interface für alle Drucker, kann reinschauen, da ist eine Kamera drin, man sieht den Druckfortschritt, dass man einfach alles auf einen Blick hat. Und hier mal ein kurzer Einblick, wie schnell der denn wirklich druckt. Also das geht wirklich rasant. Wie gesagt, 20, 25 Minuten, dann ist die Einlage fertig, den können wir nachher auch noch in Aktion sehen. So viel zur Innovation. Das ist jetzt aber noch nichts Disruptives. Ich erkläre mal, wie wir uns eine Revolution in der Branche vorstellen. Und was eine Revolution braucht, ist ein generelles Umdenken. Wir müssen weg von dem Fokus, wie machen wir es besser, und uns hinterfragen, warum machen wir es überhaupt so, wie wir es machen. Wenn man den Prozess heute mal anschaut, dann besteht er immer aus mehr oder weniger 3 Schritten. Wir messen, analysieren, wir konstruieren und am Schluss wird gefertigt, auf welche Art und Weise auch immer. In Wirklichkeit, wenn man sich die Verhältnisse anguckt, sieht es wahrscheinlich eher so aus. Wir haben wenig Zeit am Kunden, am Patienten. Wir brauchen einiges an Zeit zum Konstruieren und brauchen einiges an Zeit zum Fertigen. Das heißt, die Teile, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen, das sind die, bei denen wir, wie schon gesagt, nicht am Patienten sind, nicht gesehen werden. Das war, glaube ich, 1994. Da war das CAD schon 5 Jahre alt, ja, über 30 Jahre her. Und jetzt könnte man meinen, in der Zwischenzeit hat sich richtig was getan. Aber wenn wir angucken, wie wir heute arbeiten, irgendwie immer noch so. Wir sitzen immer noch am PC und konstruieren, wie es mein Vater damals gemacht hat in DOS. Geht vielleicht jetzt ein bisschen schneller, wenn man nicht mehr die Mittagspause über braucht, um eine Einlage von rechts nach links zu spiegeln. Aber am Ende arbeiten wir noch gleich. Dabei sollte das der Fokus sein. Ich komme immer wieder darauf zurück. Da sind wir gesehen, da helfen wir den Leuten. Da bauen wir Verbindungen auf. Da analysieren wir ordentlich, verstehen Probleme, dass wir auch wissen, was wir denn nachher zu tun haben. Ich möchte mal darstellen kurz, wie wir es geschafft haben, unseren Prozess zu automatisieren. Seit jeher benutzen wir Tools wie zum Beispiel heutzutage das PAD Office, früher war es das EasyPad, immer mit dem Ziel, Messdaten an einer Stelle zentral zu sammeln und mit Wissen anzureichern, dass man nicht unterschiedliche Software bedienen muss. Wir haben angefangen mit diesen Linien. Die Linien beschreiben einfach bestimmte Stellen am Fuß. Ja, man teilt den Fuß in Segmente ein. Dann reichern wir die Messdaten noch an mit dem Wissen, um was für einen Fußtyp handelt es sich und welche Schmerzen hat denn der Patient oder Kunde. Und am Schluss fragen wir noch den Use Case ab, also wo kommt die Einlage zum Einsatz, weil es ist auch alle klar, für eine Sporteinlage brauche ich was anderes als für eine Alltagseinlage. Wir hatten das immer mit dem Ziel, Daten an sich sind erstmal dumm. Daten wissen nichts, Daten können nichts. Das sind einfach nur Bilder, das sind einfach nur dargestellt. In dem Moment, wo wir hier Informationen hinzufügen, haben wir kluge Daten. Die können weiterverarbeitet werden. Also unsere Einlagengleichung, nach der wir alle arbeiten. Wir haben Messdaten, welcher Art auch immer. Wir schauen uns die Proportionen an, wir schauen uns Fußtyp an, Schmerzen, Einsatzzweck und dann kommt irgendwie eine Einlage raus. Jetzt haben wir gesagt, gut, wenn wir die Daten schon haben, segmentiert und nach Fußtyp unterteilt, dann können wir da eigentlich eine KI drumherum bauen. Und das haben wir gemacht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Heilbronn, mit dem KI-Institut. Weil das gibt's objektiv richtig falsch. Der kleine C, der große C, der ist objektiv an der Stelle oder eben nicht. Aber das braucht's mich nicht, um das jedes Mal wieder zu sagen. Fußtyp kann man dann auch sagen. Klar, da schwimmen die Grenzen, aber ich kann schon einen Plattfuß von einem Hohlfuß unterscheiden. Aktuell müssen wir das anklicken, aber wäre gut, wenn es automatisch geht. Um den ganzen Prozess haben wir dann einen Algorithmus gepackt, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Die KI haben wir also erstellt mit unseren eigenen Daten aus der Orthopädie-Schuhtechnik, die wir auf Knopfdruck bereitstellen konnten, weil wir die über Jahrzehnte sammeln. Das heißt, wir haben Tausende von Daten einfach reingegeben, die KI zu trainieren, unsegmentierte
ungelabelte Scans immer weiter reingegeben, bis die KI irgendwann gelernt hat, was wir denn eigentlich meinen. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen, dadurch, dass wir bei Orthopädie Walter immer 2 Messungen machen. Das eine ist die Druckmessung, die für uns wichtigste. Das andere der 2D-Scan, die unterschiedliche Informationen liefern. Am 2D-Scan sehe ich immer eindeutig, wo welches Segment am Fuß ist. Das sieht man hier ganz gut, wenn man sich auf der rechten Seite die Druckmessung anschaut. Der kleine C ist jetzt nicht unbedingt ersichtlich. Aber da wir die Datenpaare haben, können wir die Matrix von dem 2D-Scan auf die Druckmessung übertragen und wissen dann genau, wo auf der Druckmessung der kleine C ist. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Gibt es aber sicherlich auch andere Beispiele, wo es ein bisschen komplexer wird. Jetzt ist die KI so weit, dass den 2D-Scan gar nicht mehr braucht. Selbst wenn 10 fehlen, weiß die KI anhand von der Druckmessung, wo der denn zu erwarten ist. Das ist natürlich eine Schätzung, aber die KI kann das jetzt schon schätzen. Das ist für uns alles keine Raketenwissenschaft. Ja, wir wissen auch, wo der ist, aber wir müssen es immer machen. Und das einer Maschine zu sagen, wo das dann sein soll, das ist gar nicht so einfach. So, die KI ist jetzt also erstmal fertig. Ja? Das heißt, wie sie jetzt funktioniert, es kommen Fußdaten rein, dumme, ungelabelte Daten, die werden aufgearbeitet und die KI sagt dann, wo liegen die einzelnen Segmente und was ist es für ein Fußtyp. Jetzt sprechen wir von Smart Scans, smarten Daten mit Wissen angereichert und die bilden den ersten Eckstein unseres Einlagenkonstruktionsalgorithmus. Die anderen sind Schuhtyp und Schmerzen, die kann ich nicht schätzen. Da gibt es kein Objektiv richtig oder falsch, deshalb muss das in Regeln gepackt werden. Wenn, dann, dass immer klar ist, was dann am Schluss rauskommt. Und für die gleichen Scans mit unterschiedlichen Schmerzen und unterschiedlichen Einsatzgebieten wird die Einlage unterschiedlich aussehen. Und das haben wir jetzt so weit automatisiert, haben das auch schon im Einsatz bei einigen Kunden, dass wir innerhalb von 8 Minuten nach Bestelleingang ein fertiges File zurück an den Drucker schicken. Da muss keiner mehr hinsitzen. Das geht 24/7 durch die Nacht, ganz egal. Das macht alles der Automatismus. Daten gehen bei uns ein, dann dauert es 8 Minuten, weil wir halt viele Prozesse haben, bis es dann wieder zurück an den Drucker gespielt wird. Daher kommen auch die 30 Minuten vom Anfang. Also wir haben ungefähr 20 bis 25 Minuten Druckzeit, 8 Minuten im Schnitt für die Einlagen, für das Einlagendesign. Das heißt, von diesem Verhältnis sind wir jetzt eigentlich in dem Bereich. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit für den Kunden, müssen natürlich noch fertigen, aber die Konstruktion entfällt, zumindest für die normalen Fälle. Ja, ich rede jetzt nicht von schwersten Deformitäten, aber so die 90% der einfach zu versorgenden bis mittelschwer zu versorgenden, die kriegen wir so abgebildet. Wir müssen aber immer noch fertigen, da brauchen wir jemanden. Und wir haben den Drucker jetzt gerade schon mal angesprochen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben die Teile schon alle bestellt, das sind jetzt nur CAD-Zeichnungen, aber 2026 wird da was kommen. Das wird erstmal bei uns wie immer im Einsatz sein. Und das ist ein sogenanntes Drucker-Rack. Also man sieht hier auf der linken Seite sind die Drucker drin, unverkleidet. Man kann die einfach nehmen, in so einem Rack organisieren. Und auf der rechten Seite haben wir ein Lager. Der Drucker funktioniert so, dass wir die Druckplatten rausnehmen können. Das heißt, wenn der Druck fertig ist, wird eine Druckplatte aus dem Drucker rausgenommen, wird hier in das Lager gepackt, eine leere Druckplatte genommen, wieder reingelegt, dann kann der direkt weiter drucken, ohne große Stillstandszeiten. Da brauchen wir aber immer noch jemanden, der das dann entnimmt. Das reicht noch nicht ganz. Dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt noch einen Roboterarm hinmachen, dass das automatisch funktioniert. Das wird jetzt also von hinten, wir schauen jetzt von oben drauf, gucken wir mal kurz von der Seite, dann wird's klar. Haben wir jetzt einen Roboterarm hinkonstruiert, der funktioniert wie ähnlich. Neulich war ich bei der Firma Meindl, der hat uns sein Kaltlager gezeigt, kein Licht, keine Heizung, nichts, da geht alles automatisch. So ähnlich funktioniert es. Druckplatte wird rausgenommen automatisch, ist gelagert, eine neue Druckplatte kommt rein. Das ist ein neuer Drucker, die machen im Schnitt 15 Paar, bis das Material ist, jeweils. Also das heißt, da kann man mal gut 135 Paar drucken, bis man das erste Mal eingreifen muss. Voll automatisiert. So, also das heißt, wir haben die Fertigung noch weiter rationalisiert, noch mehr Zeit am Kunden geschaffen. Ja? Schon mal auf dem richtigen Weg. Das Schöne, man kann ihn immer noch einzeln nutzen. Das heißt, so wie wir das haben, wir haben jetzt aktuell von denen, glaube ich, 6 Drucker in Reihe stehen bei uns und die nehmen wir einfach und packen in dieses Rack rein. Man kann die also auch im Cluster dann nachher organisieren. Mehr Zeit am Kunden. Nochmal. Wir haben Zahlen, die zeigen, dass, sieht man das? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, hier 78% der Einlagenträger berichten, dass sie eine deutliche Schmerzreduktion durch Einlagen haben.
Es gibt Studien, die habe ich hier auch verlinkt, die zeigen, was der Placebo-Effekt für eine Wirkung hat. Ich möchte nicht sagen, dass die Einlagen keine Wirkung haben, aber ich sage, wir können die Wirkung der Einlagen maximieren, indem wir uns, und damit befasst sich die Studie, mehr Zeit für die Patienten nehmen. Das ist eine Studie, da geht es um Ärzte und wie viel Zeit die Ärzte haben. Aber je mehr Zeit die sich nehmen, sich einfach die Geschichte anhören, desto besser passt's. Mein Chef damals in der Schweiz hat immer gesagt, Dominik, merkt ihr eins, wenn es hier stimmt, wenn das Menschliche stimmt, dann haben wir unten schon viel erledigt. Und da hat er schon irgendwo einen Punkt. Also es wäre dumm, wenn wir das nicht, diesen Mitnahmeeffekt nicht nutzen würden. Mehr Zeit am Patienten. Was wir dazu machen müssen, ist halt auch ein bisschen hiervon wegkommen. Wenn man Orthopädie-Schuhtechnik googelt, dann kommt das. Bilder, wie wir wieder hinten in der Fertigung im Staub stehen. Wir müssen umdenken. Wir sind nicht mehr die wirklich alles ins Kleinste im Handwerk machen. Wir müssen vor an die Front. Wir müssen vom Handwerk ein bisschen Richtung Versorgung denken. Unsere Branche lebt vom Handwerk noch. Aber eigentlich sollte unsere Branche vielmehr von der Versorgung leben. Die Versorgung, der Kunde, der Patient soll im Vordergrund sein. Und so haben wir das jetzt ja auch aufgebaut. Also jeder, der heute zu Wort kommt und auch morgen, hat dazu was zu sagen. Wie kriegen wir mehr Kunden? Wie können wir mit diesem Mehraufwand dann umgehen, dass wir trotzdem noch Zeit vorne haben? Und soweit mal. Vielen Dank schon.